Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich wollte heute euch die Ducky One 2 Mini vorstellen. So, also wir gucken erstmal hier, so sieht halt die Verpackung aus, ganz schlicht hier. Ich habe halt, gucken, die in Weiß und die Cherry RGB Cherry MX Red Switches genommen. Dann packe ich die mal eben aus. Hier, da oben. So, mit einer Hand geht das schlecht. Ich habe jetzt zwar schon ausgepackt, aber da kriegt ihr jetzt so eine Folie, da ist die Tastatur halt drin. Dann kriegt ihr ein Keycap-Puller, also damit könnt ihr hier die Keycaps rausnehmen, die lilanen zum Beispiel, die ich dazu bekommen habe, reinmachen. Auch mit dem Ducky-Logo, sieht relativ cool aus. Dann halt noch die ganzen Keycaps, halt hier die Leertaste, die habe ich halt schon geändert, weil ich halt hier die Oster Edition bekommen habe. Ja, das ist da halt alles drin. Und halt noch so eine Anleitung. Und das Kabel, was da noch dran ist und so, das befindet sich alles da hinten drin. Also das war so schon mit der Verpackung. Dann gab es dazu noch hier so ein für Staub, so ein Schutz. Ja, packen wir mal zur Seite hier. Zack. Dann, wenn man hier, dann fange ich mal an halt mit dem, ich muss halt eben, ich habe halt jetzt einen anderen Modi drin. Und deswegen muss ich kurz zum Anfangsmodi. So. Das hier ist der Anfangsmodi, das finde ich eigentlich der niceste. Ja, und halt so sieht das im Dunkeln aus. Und hier ist halt noch die Oster Edition Leertaste. Ja. Ich habe halt hier noch die chinesische Zeichen, das Ducky-Zeichen. Die Leertaste ist hier auch bei mir und die WSDA-Tasten. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Modi. Dann drückt man FN, Alt GR und T. Dann kommen wir zu diesen. Da wechselt sich einfach hier die Farben so abwechselnd. Und da kann man immer so die Schnelle verändern. Halt drückt man FN, Alt GR und L. Dann wird es ganz schnell. Und J zum Verlangsamen. Dann kommen wir halt schon zum nächsten. Da kommen einfach immer so verschiedene Farben so mittendrin. Finde ich jetzt nicht so spektakulär, aber nächster Modi ist halt der hier. Den habe ich halt nur drückst eine Taste, geht das hier so nach außen. Habe ich halt auf ganz schnell, kann man auch langsamer, auf ganz langsam ist halt dann so. Und ich habe das gerne ganz schnell. Dann kommen wir hier, zack. Ja. Dann der nächste Modi ist halt so, die Farben kommen da einfach und wenn du dann nochmal drauf drückst, kommt halt eine andere Farbe. Die verschwindet auch wieder nach einer kurzen Zeit, finde ich. Ja, einfach ganz normal. Dann hier ist genau das gleiche, nur du kannst eine Farbe aussuchen. Damit drückst du FN, Alt GR und hier, dann kannst du die verstellen, die Farbe. Kannst aber auch Leertaste drücken, dann kommt, Leertaste drücken, dann kommt hier ein Feld, dann kannst du die eine Farbe aussuchen. Ich kriege das grün aus, ist hier grün. Ja. Dann T nochmal, dann geht das so wieder aus und an sozusagen. Da habe ich jetzt so. Ja, danach kommt hier so ein Radarmodus, kann man auch ganz schnell machen, aber auch ganz langsam machen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Modi. Das ist einfach sozusagen aus. Und dann müsst ihr einfach nochmal FN Alt. Dann kommt wieder dieser Modi hier. Dann kann man halt FN, Alt GR und hier die Taste noch gedrückt halten. 3 Sekunden. Dann kommt G und B. Und G ist halt dafür da könnt ihr euch sowas eigenes erstellen. Hier so mit Tasten. Dann müsst ihr halt diese Taste hier drücken und der Taste. Dann könnt ihr euch eine aussuchen, grün. Zack, das soll da hinkommen sozusagen.
Und dann geht das halt, das ist halt so bei G und B kommt dann halt aufgeleuchtet, dass dieses Weiße, und bei G ist das so, dann geht das immer so aus und an wieder, so die Farben so hell und dunkel. Um das zu verlassen, müsst ihr wieder Spacebar und hier die da drunter drücken. Verlässt das wieder. Und dann drückt man nochmal das. Kommt B. Dann könnt ihr hier euch auch was Eigenes machen. Und wenn ihr dann hier, ich sag jetzt mal, einmal ganz außen eben alle grün macht, ja, und dann so hier drückt, dann sind die hier alle auch grün. Aber der hier ist halt nie grün. Und dann, um das wieder wegzumachen, müsst ihr wieder Alt GR, FN und Alt GR drücken. Dann kommt ihr wieder G. Dann ist hier es halt nicht gewesen. Dann müsst ihr nochmal drauf drücken und dann müsst ihr bei B, weil ihr das bei B gemacht habt. Und erstmal verlassen. So, B. Und dann müsst ihr die einfach wieder ausschalten durch einen Klick. So, und dann wieder zurück. Oh, den habe ich jetzt noch grün, die hier, aber tue ich das gleich wieder ändern. Dann ist es noch bei G. So, wieder diesen mein Lieblingsmodi. Den kann man halt auch nochmal verstellen. Ganz schnell. Ganz langsam. Ich habe es immer ganz langsam und zweimal noch. Ja, das war es eigentlich schon zu der Tastatur. Das ist halt einer meiner Das ist meine Lieblingstastatur eigentlich. Deswegen habe ich mir die auch gekauft. Und ich spiele damit zwar jetzt auf PlayStation. Und hier ist jetzt mal ein kleiner Soundtest. Ja, das war's mit dem Soundtest. Ja, und dann, ich mache dann immer halt diesen Schutz drauf für Staub, dann staubt die nicht ganz. Ja, und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, ciao!